Herzensgrüße vom 3. Juni 2025. Kein reinigendes Gewitter. Hallo ihr Lieben. Viele haben sich gefragt, ob ich wieder schreiben werde. Erst einmal vielen Dank für euer Interesse. Ich werde es versuchen, aber es geschieht gerade so viel, dass ich kaum einen ruhigen Moment habe. Trotzdem möchte ich meine Erlebnisse hier festhalten und mit euch teilen. Beginnen wir mit dem Wipe Day. Für Außenstehende mag dieser Begriff ein Neustart sein, der alles Vorherige ausradiert. Basen, Inventare, Strukturen. Wie eine Flut, die einfach alles mit sich reißt, ohne die hässlichen Überreste im Schlamm zu hinterlassen. Für manche bedeutet er einen lang ersehnten Neuanfang mit Paukenschlag. Doch für uns, die wir in Chernarus leben, bedeutet ein Wipe so viel mehr. Es ist der Tod einer Ära, eine Abrechnung mit allem, was gewesen ist. Ein Reinemachen mit allem, was schmerzte. Und ganz vielleicht auch die leise Hoffnung, dass etwas Schlechtes nicht mit hinüberkommt in die neue Zeit. Aber diesmal kam der Wipe für mich nicht mit Donner und Blitz. Kein reinigendes Gewitter, kein dramatischer Knall. Der bittere Nachgeschmack von allem, was die letzten Tage gebracht hatten, war geblieben. Die Sprengfallen am Kempinisch Neue und im letzten Fläschle. Die Überfälle in Prigorodki durch die Balzbubis und die Hütchenbande. Misstrauen zwischen den Überlebenden und über allem thront der Verlust von Freunden und Mitstreitern. Ich hatte gehofft, dass der Wipe all das auslöschen würde. Doch das reinigende Gewitter blieb aus. Es blieb nur die Stille und ein Erwachen in Beresino, viel zu spät, zu leer, zu schwer. Ein Erwachen in Trümmern. Ich war eine der Letzten, die die alte Welt verließen. Zu viel lag noch auf meinem Herzen. Die erwähnten Sprengfallen und Überfälle, das große Schießen zwischen den Fraktionen und der Bruch mit einstigen Freunden und Wegbegleitern. Ich wollte, dass der Wipe all das hinwegfegt. Stattdessen graue Straßen, ein schales Erwachen. Ich erkannte Beresino, suchte Trost in der Routine und machte mich auf den Weg zur kleinen Krankenstation. Dort fand ich eine blaue Sanitäterhose und eine rote Jacke. Ich zog sie an. Wie ein Schauspieler, der seine Rolle nicht mehr los wird, selbst wenn die Bühne brennt. Sofort sammelte ich ein paar Äpfel und begann damit, mir aus ein paar alten Kleidungsstücken, die in der Klinik rumlagen, Stofffetzen herzustellen und ein Seil zu knüpfen. Weiter ging es damit, den ersten Unterstand zu errichten. Im Funk hörte ich von Nigo, Jamet, Black Lion. Sie waren längst unterwegs. Nigo half den beiden Jungs tatkräftig dabei, einen weißen Adder wieder flott zu machen, und das war ein großes Geschenk und ein wahrer Freundschaftsdienst. Danke an dieser Stelle. Auch Bluemaster war zurück, stellte ein erstes Zelt in Prigorodki auf und berichtete von einem Bambi, das sich dort herumtrieb. Scheu, sprach nur Englisch. Auch Jamet hatte Begegnungen am Brunnen gehabt. Brutale, entmenschlichte. Er war angegriffen worden von 2 Fremden. Einfach so. Noch vor ein paar Stunden war dies undenkbar gewesen, aber der Wipe änderte nicht nur die Umgebung, sondern auch unser Innerstes, wie es schien. Kala J bestätigte dieses Bild. Er berichtete, er habe in Prigorodki jemanden am Brunnen gesehen, der Bambis als Sklaven suchte. Der Ton war definitiv rauer geworden, unmenschlicher. Menschen, die Bambis jagen. Der Mensch, sagt man, sei dem Menschen ein Wolf. Aber was, wenn der Mensch schlimmer ist als das? Ich will helfen, will Ordnung und Menschlichkeit bringen. Doch was sind meine Waffen? Worte? Menschlichkeit? Ein Unterstand an der Küste? Verlorene und Gefundene. Ich beschloss, in Beresino zu bleiben. Für den Moment. Doch mein Weg führte mich weiter. Hinaus Richtung Helm. Ich wollte Kleidung finden, vielleicht sogar ein Gefühl von Kontrolle. Dann, wie aus dem Nichts, traf ich sie. Ellie. Eine der ersten Chuckle-Chicks. Ihre vertraute Stimme traf mich wie ein warmer Sonnenstrahl nach einem langen Winter. Wir bauten gemeinsam einen zweiten Unterstand. Ich teilte Nahrung, Kleidung und sie lieh mir ihre Zeit. Wir lachten, teilten Erinnerungen und eine Dose Paika. Dann kam Jay. Nigo hatte schon im Funk berichtet, dass sie wieder unterwegs war und er sie getroffen hatte. Dieses Mal kam sie jedoch nicht als Chick in Action, sondern einfach als Jay. Und genau so rannte sie nun einer Urgewalt gleich kommentarlos in unser provisorisches Camp mit einem Zelt im Gepäck und einem lockeren Satz: Ich komme nie ohne Geschenk auf den Lippen.
Ich wusste, dass sie das ernst meinte und bedankte mich. Wir stellten das Zelt hinter dem Krankenhaus im kleinen Garten auf, wie früher. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, außer Danke. Ihre Geste sprach genug. Wir grillten gemeinsam und gingen anschließend wirklich nach Köln, um Kleidung zu besorgen. Anschließend zogen Ellie und sie weiter nordwärts. Ein neuer Pulsschlag in Prigorodki. Während ich versuchte, Ordnung ins Chaos zu bringen, meldeten sich immer mehr alte Freunde zurück. Rheingauer hatte wieder eine Garage bezogen. Sogar Hörnchen und Freunde von Mora schlossen sich nun den Banana-Ops an. Oder sagen wir mal, sie verbrachten Zeit mit den Jungs, denn eine Banane wird man nicht einfach so. Jedenfalls waren die Banana-Ops eine junge Fraktion, bereit, mit Idealismus etwas aufzubauen. Als Black Lion, Jamet und Blue Master bei Mischkino im Sommerlager auf der Suche nach Kleidung für das Camp auf andere Überlebende trafen, blieb der bewaffnete Konflikt aus. Es war Greenie mit seinen Leuten der Banana-Ops. Und für einen Moment fühlte sich das an wie ein Zeichen, dass noch nicht alle Verbindungen gekappt worden waren durch den Vibe, dass man am gemeinsamen Erleben anknüpfte und sich gegenseitig im Respekt begegnete. Gedanken zum Schluss. Ich saß am Abend am Feuer meines kleinen Lagers in Beresino. Die Kleidung war durchnässt, die Unterstände noch provisorisch, mein Kopf voller Zweifel. Doch da war etwas, das blieb. Etwas, das mir zeigte, nicht alles war verloren. Die Welt hatte sich nicht durch den Vibe verändert. Nicht von allein. Aber wir konnten es. Mit jedem Zelt, das errichtet wurde und mit jedem warmen Gruß. Mit jeder Hand, die gereicht wurde, statt zu schießen, konnten wir unser Tschernarus wieder aufbauen. Vielleicht war der Vibe dieses Mal kein reinigendes Gewitter gewesen. Aber irgendwo ganz leise begann ein neuer Pulsschlag. Und ich war da, um ihn zu hören und zu fühlen. In diesem Sinne, bleibt bei euch. Passt auf euch auf und bleibt am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.